Hallo, willkommen auf BizChecker. Mein Name ist André und heute geht es um das positive Denken. Du kannst alles erreichen, wenn du daran glaubst. So oder in der Art hast du das bestimmt schon einmal in einem Seminar gehört oder gelesen. Es gibt mittlerweile unzählige Bücher, Seminare und selbsternannte Gurus, die dir das Think Positive eintrichtern wollen. Aber reicht positives Denken alleine, um etwas zu bewegen? Meiner Meinung nach nicht. Schauen wir uns das heute mal genauer an. Was heißt positives Denken? Positives Denken heißt, sich mehr zuzutrauen, an sich und die eigenen Ideen oder die Zukunft zu glauben. Nicht alles negativ, sondern auch immer eine Chance sehen. Typischer Motivationsspruch: Das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Welche Einstellung hast du? Genügt es, wenn du dir in deiner Fantasiewelt ausmalst, dass du dein gesetztes Ziel auch erreichst? Nein, oder? Ich verdeutliche dir das einmal an einem einfachen Beispiel, dass alleine der positive Glaube nicht reicht. Wir kaufen uns eine neue Topfpflanze und malen uns in den schönsten Bildern aus, wie toll diese in deiner Wohnung aussieht und wie prächtig sie am großen Fenster wachsen wird. In der Vorstellung wunderbar. Doch alleine die positive Vorstellung wird die Pflanze nicht pflegen, düngen oder am Leben halten. Gleiches gilt für den Arbeitsalltag. Du kannst tagtäglich deinem Job nachgehen mit dem Gedanken, dass dein Vorgesetzter die deiner Meinung nach gut geleistete Arbeit schon irgendwann mit einer Gehaltserhöhung oder einer Beförderung belohnen wird. Leider falsch. Meistens geht die Beförderung an dir vorbei und ein anderer Kollege wird dir vor die Nase gesetzt. Aber warum ist das so? Weil wir alleine mit positivem Denken nicht ins Handeln kommen. Es verleitet eher dazu, die Hände in den Schoß zu legen und einfach mal abzuwarten. Damit machst du die Veränderung der Umstände aber abhängig von anderen. Deinem Chef, dem Universum oder sogar dem lieben Gott. Aber hat der schon einmal deine Pflanze gegossen? Er nicht, oder? Was ist die Lösung? Engagiertes Denken. Du musst glauben und davon überzeugt sein, dein Ziel auch zu erreichen. Alleine darauf zu hoffen, dass es klappt, das reicht nicht aus. Engagierte Menschen haben ein klares Ziel vor Augen, weil sie wissen, was sie wollen und wozu sie fähig sind. Sie nehmen Veränderungen selbst in die Hand. Hier ein paar Tipps zum Nachdenken, die dich schneller ins Handeln bringen. Die zwei Seiten einer Medaille. Betrachte immer alles von zwei Seiten. Es kommt darauf an, auf was du dich fokussierst. Auf das Positive oder das Negative. Beispiel: An einem sonnigen Tag machst du mit deinem Partner einen Spaziergang. Ihr geht durch den herrlichen Wald und über grüne Wiesen, macht ein Picknick und genießt die Natur. Plötzlich, platsch, tritt zu einem großen Kuhfladen. Jetzt könnte man denken, bah, der Tag nimmt einen negativen Verlauf. Klar ist das auf der einen Seite ärgerlich, aber für den einen wird das, was hinten aus der Kuh rauskommt, einfach nur Scheiße sein und für den anderen ist es wertvoller biologischer Dünger, der die Pflanzen wunderbar wachsen lässt. Also betrachte immer alles von beiden Seiten. Es kommt halt immer darauf an, wie deine Betrachtungsweise ist. Lächeln hilft. Einfach mal drauf loslächeln. Dein Gehirn wird sofort Glückshormone ausschütten. Dadurch bekommst du nach kurzer Zeit viel bessere Laune, hast einen positiveren Blick auf bevorstehende Hürden und ganz schwere Aufgaben. Vermeide Miesepeter. Mach bloß einen großen Bogen um Leute, die alles negativ sehen. Über kurz oder lang wird das total auf dich abfärben. Umgib dich mit Menschen, die positiv sind, viel lächeln, Ziele und Träume haben. Das macht auch dich viel glücklicher. Starte positiv in den Tag. Guck nicht als erstes morgens auf dein Handy und sieh dir eventuell schlechte Nachrichten an. Denk an etwas Gutes mit freudiger Erwartung, wie zum Beispiel dein neues Projekt auf der Arbeit, das Mittagessen mit Freunden, die du lange nicht gesehen hast, oder dass du dein Kind nachmittags aus der Kita holst und wertvolle Zeit mit ihm verbringst. Jeder Augenblick zählt in unserem Leben. Deshalb starte in den Tag mit einem glücklichen Gefühl.
Hier hilft natürlich auch die von vielen praktizierte Morgenroutine, aber dazu kommen wir mal später in einem extra Video. Keine Vergleiche. Vergleiche dich ja nicht mit anderen Menschen, denen es vermeintlich besser geht als dir. Wenn dir das gelingt und du mehr auf die Dinge blickst, die du kannst und schon geschafft hast, wird dich automatisch deine Grundeinstellung ins Positive verändern. Hier zählt, was du willst und nicht andere. Der Placebo-Effekt. Kennst du den Placebo-Effekt? Patienten wird dabei ohne ihr Wissen zum Beispiel Tabletten verabreicht, die keinen Wirkstoff haben. In der Medizin ist die Wirksamkeit schon lange bewiesen, denn alleine durch den Glauben an eine Heilung half es Patienten wieder gesund zu werden. Diesen Effekt kannst du dir natürlich auch ideal zunutze machen, denn durch die positive Erwartung schüttet der Körper Botenstoffe aus und die kannst du dafür nutzen, um körperliche Funktionen wie zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit zu steuern und zu verbessern. Hier ein kleines Beispiel für positive Erwartung. Du hast Pizza bestellt, es klingelt an der Tür und noch bevor du die Pizza riechst, läuft bei dem Gedanken an diese Köstlichkeit dir das Wasser im Munde zusammen. Fazit. Positives Denken schafft eine gute Grundeinstellung. Das engagierte Denken hingegen fokussiert den eigenen Antrieb und aktiviert deine Energie. Aktivieren wir jetzt einmal die vorhin genannten Botenstoffe. Welche Wünsche und Träume hast du? Möchtest du in deiner Firma eine neue Position erreichen, ein Haus bauen für dich und deine Familie oder vielleicht dein eigenes Business starten? Dann frage dich jetzt, was kann ich tun? Nimm dir dazu ausreichend Zeit, über diese Frage mal nachzudenken. Am besten schreibst du alles, was dir dazu einfällt, auf. Anschließend umkreist du den wichtigsten Punkt und legst los mit der Überzeugung, das Ziel auch wirklich zu erreichen. Ich hoffe, das hilft dir. Viel Spaß beim Umsetzen. Rock your life! Wenn dir die Tipps gefallen haben, schau dir auch meine anderen Videos an. Wir sehen uns bis zum nächsten Video.